Wird das nicht gesperrt, weil wir GEMA-Musik haben? Ich sag ganz laut reden. Ah, ich muss laut reden, damit man die GEMA-Musik nicht hört. Herzlich willkommen zu GEMA TV, heute hier auf Take TV. Nein, Spaß beiseite. Show Me Your Flat 2.0, die, ich weiß gar nicht wie viele Folge, 12., 11., 10., irgendwie sowas in dem Rahmen würde ich zumindest gefühlt schätzen. Und natürlich müssen wir wieder mit Neuigkeiten prahlen, ja, denn momentan geht es bei uns nur noch so, Steilberg, oh, das war ein schlechtes Zeichen, oder? Aber war die falsche Hand, oder? Ist aber auch egal. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Ignoriert das, was davor war. Ja, heute sind wir am Start, ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Es geht vorwärts, natürlich, seit letzter Woche Dienstag, jeden Tag wieder aufs Neue. Und es tut sich so einiges. Erstmal, wir haben angefangen, wir dürfen ja wieder alles machen, soweit es geht. Inventarisieren, eine der Traumaufgaben, denn der Mann, der gerade das Mic hält, der Timo, ja, da haben wir ihn. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Der hat hier in Zusammenarbeit mit einigen, mit Olli zum Beispiel, aber mit einigen Helfern, der Xanata himself war mit am Start. Und wir haben diese Regale hier Step by Step eingeräumt. Dass Take TV jemals ordentlich wird, wir zweifeln noch bis heute dran. Aber es tut sich ein bisschen was. Wir haben hier diverse Kisten und so. Und das ist jetzt fast schon ganz fertig. Und, ach nee, der bohrt da hinten. Ich dachte, der würde hier bohren. Okay, da dachte ich, da bohrt jemand. Naja, auf jeden Fall, wir haben hardcore viel inventarisiert. Sieht schon ziemlich gut aus. Sind zwar noch nicht fertig, es kommen noch ein paar Regale mit dazu, aber da geht auf jeden Fall noch einiges. Und wir gehen jetzt mal nach oben, denn heute sind unter anderem richtig sicke Elektriker mit dabei, nämlich der Martin und der Christoph. Boah, das Ding haben wir. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gezeigt haben. Wir haben so ein fettes Arcade-Gerät, es wird noch dunkler, ist ja gar kein Problem. Take TV ist raw und uncut und so. So ein mega geiles Arcade-Gerät von Red Bull bekommen. Vielen Dank dafür. Der Timo und der Marius, die freuen sich, glaube ich. Da sind nämlich so Spiele, glaube ich, wie Pac-Man, Donkey Kong und so drauf. Das wird natürlich auch in Einsatz kommen, sobald die Location fertig ist. Also ihr könnt davon ausgehen, das wird richtig, richtig sick. Ja, da hinten steht auch immer noch der Flipper und so in der Ferne. So, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Ich weiß nicht, ob wir da einfach mal so einen Schnitt machen. Gehen wir einfach. Jungs, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind oben und hier hat sich schon ein bisschen was getan. Erstmal so grundlegende Sachen. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen. Wir haben den Boden ausgelegt. Das sieht jetzt noch nicht fancy aus. Ist auch nicht so viel Arbeit gewesen. Aber auch das kostet natürlich immer ein bisschen Zeit. Wir haben ja angefangen, wir wollen eine abgehangene Decke noch setzen, damit wir überall so Spots reinlegen können, die Kabel da schön verlegen können, so alles schön sauber wird. Und ja, damit haben wir angefangen, das zu zeichnen. Das ist auch da hinten auf der anderen Seite. Und dadurch, dass die Decke so ein bisschen schief ist, mussten wir auch noch so Holzbretter an der Seite machen. Ich habe ja keine Ahnung von gar nichts. Auf jeden Fall irgendwie, dann funktioniert das. Ja? Es funktioniert dann. Darüber hinaus mussten wir ein paar Kabel austauschen, denn die wurden leider Gottes falsch gelegt. Irgendwie 5-adrige, 3-adrige Kabel und da wurden irgendwie mehrere für mehrere Sicherungen genutzt. Das geht nicht, das wird auch sonst nicht abgenommen. Wird neu gelegt, wird sauber gelegt. Ja, wir machen ja jetzt alles wirklich picobello, bis ins kleinste Detail. Und noch so ein paar Schönheitsfehler, wo wir Kabelkanal gelegt haben, den wir wieder abmachen, wo wir gesagt haben, wir können von woanders kommen. Und das ist ein kürzerer Weg und man sieht es auch niemals in der Kamera und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch schon mal ganz schick. So, darüber hinaus hat sich so einiges getan. Wir hatten am gestrigen Tag um 14 Uhr unseren Brandschutzingenieur hier, unseren Trockenbauer und unseren Lufttechniker. Da kann ich auch wieder Geschichten erzählen. Aber gute Gespräche, coole Typen haben uns auch wieder gut geholfen. Wir müssen ja auch lufttechnisch hier so einiges ändern. Wir können ja mal in diesem Bereich wieder wandern, denn hier kommt ja so eine Brandschutzwand hin, ja? Also eine F90-Wand. Das ist nochmal ein leichter Unterschied. So. Das Problem ist, was wir haben, ja, wir wollen ja alle Brandschutzingenieure werden, wir sind ja kurz davor. Das ist so eine F30-Wand, WD 211 gebaut, glaube ich. Ja, das ist Gestell. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das so hieß, aber ich bin mir fast sicher. Und es geht so nicht. So, jetzt müssen wir hier unten, das hier muss aufgemacht werden, also der Laminat hier unten, diese so 1, 2 Dinger auf jeden Fall müssen ab. Darunter sind noch so Fliesen, müssen abgeschlagen werden. Dann wird da nochmal ein neues Gestell gebaut sozusagen oder so Platten. Oh, wie hießen die nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Auf jeden Fall brauchen wir die an dieser Wand und an der Wand, ja, die hier ist. So, und dann ist das, und da oben, das sind so Löcher, ja. F90 bedeutet immer, das muss überall komplett zu sein. Da wird auch noch so ein eigenes Modul, sage ich mal, gebaut. Genauso wie da oben drüber. Und dann ist das hier im Prinzip komplett dicht. Dann kommt hier die Brandschutztür hin, alles in Ordnung. So, jetzt müssen wir zum Glück die Wände nämlich nicht abreißen. Das ist schon mal etwas. Wir müssen zwar noch darüber hinaus ein bisschen was machen, ist ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Aber ne, wir waren jung und dumm und haben gelernt und jetzt wird es langsam besser. So, das dazu. Ich habe noch ein paar andere. Ja, hier kann ich jetzt mal Leute vorstellen. Den Stefan, ja, den kennt man ja vielleicht schon. Ist das eigentlich auch deine Mütze, die bei uns im Auto liegt? Nee. Da liegt auch so eine ähnlich rote Mütze. Nee, das ist meine einzige. Seine Freundin, von der ich leider Gottes den Namen vergessen habe, Vicky, die gute Vicky mit am Start. Der Typ, der immer alles dreckig macht,
und nie sauber macht und gestern auch wieder besoffen bei Stevino angerufen hat übrigens, während ich in der Call-In-Runde war. VOD-Highlight kann man sich anschauen. War voll nett, ja. Der gute Markus. Oder irgendwo jemand ist hier, glaube ich, noch drin. Boah, der Harald Kiri, ne? Guckt euch den Mann mal an. Kennt ihr sicherlich aus dem Stream. Extra aus Berlin hergefahren. Ich habe ihm ein Luxuszimmer bei Tech TV angeboten. Ich habe gesagt, pass auf, Clemens. Er so, wo penne ich denn? Ich so, ja, auf dem Boden in der Location. Wäre doch top. Vielleicht habe ich noch eine Matratze, wenn es hochkommt. Ja, dann kam er einfach vorbei und hat sich ein Hotel gebucht. Also, wie ihr seht, die Ultras haben natürlich auch dick die Kohle. Ja? Da ist halt Zaster, ist halt gar kein Problem. Ich glaube, du reißt hier gerade noch die Tapete ab und ihr habt vorhin auch schon die Wände nochmal abgerissen. Denn auch hier Kabelprobleme gehabt. 5-adrige Kabel und dafür mehrere Sicherungen irgendwie genutzt. Irgendwie so halbwegs kann ich es erklären. Bitte nehmt mich nicht komplett für voll, was die technischen Erklärungen angeht. Aber so ungefähr, das Problem ist, das darf man so nicht. Punkt. Ja? So, danke, dass du da bist, Harald Kiri. Ja? So, oh mein Gott, der Airhockey-Tisch funktioniert. Wird zwar komplett missbraucht, da ist alles drauf. Ist bestimmt total gesund für den Tisch. Ist gar kein Problem. Aber er funktioniert und er funktioniert gut. Ich habe hier schon ein kleines Match gemacht gegen uns einen anderen Noob. Wer war das denn nochmal? War das der Xalata? Ne, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall dieser Mensch wurde so hart vernichtet. Marius, du kriegst von mir noch ein Bild für dieses Video. Da sieht man, da hat der Xalata so ein Bild gescreenshottet von Galileo. Airhockey-Profi mit so einem Bild von mir. Das musst du auch immer mit reinnehmen, bitte, ja? So, also, ja, so sieht es nämlich aus. So, und dann haben wir unsere Meisterelektriker hier mit am Start, ja? Großmeister, ja? Im Dojo gelernt und ja, hier reißen sie gerade alles auseinander. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist der gute Christoph. Wie ist eigentlich dein Nickname? Xelos. Du bist Xelos? Ja, ich hol mal 5 Euro rein. Ist das dein Ernst? Und ich wusste überhaupt nicht, dass das ist. Geil. Ich habe nämlich schon gedacht, dass so ein ruhiger vielleicht im Stream, der nie was sagt, aber Xelos kennt man natürlich. Oh, umso sicker jetzt. Der gute Marcel ist heute. Hier, bei Marcel muss ich mich ja. Letztes Mal hat er hier hinten in so einem Loch rumgewühlt. Habe ich gedacht, es wäre jemand anders gewesen. Aber die Credits kriegst du natürlich heute nochmal wieder. Ja. Der hat da irgendwie in Löcher in den Boden gebohrt. Ja, der Meistertroll. Ja. Das spricht mit der Österreich, wenn ich betrügen will. Ja, auch dazu kann ich noch einige Highlights raushauen. Vielleicht sollten wir auch diesen kleinen Videomitschnitt ins Video nochmal mit reinschneiden. Vielleicht noch nicht. Doch, ich habe ihn auf dem Handy, gar kein Problem, machen wir definitiv. Wie ist Video? Mit Video, nee, nur Sound. Ich habe es ja nur geschickt bekommen, ich war ja nicht so dreist, das auch noch aufzunehmen. So, guck mal mit in die Toiletten. So, da tut's ja überall ein bisschen was. Wir haben alle Wände jetzt abgekratzt und Tapete, waren noch ein paar über. Das sind so Kleinigkeiten, die seht ihr gar nicht, aber glaubt mir, das ist halt immer zeitfressend und das ist erledigt. Das ist schon mal sehr schön. So, guck mal mit hier. So, ja, also, wir haben ja hier diese blöde Genehmigung bekommen, dass wir hier anstatt überall Brandschutztüren in Richtung Toilette und so zu machen, einfach die Decke abhängen, F90 technisch. Und die muss jetzt wirklich von diesem Türeingang bis hier hinter. Hier hinter ist ja noch so ein Büro, dahinter, ja, da ist ab und zu, einmal die Woche ist da jemand. Und wir müssen dahinter, da ist nämlich diese Glaskuppel, hört irgendwie noch mal einen Meter später auf, eine Wand ziehen, F90. Und die muss angeschlossen werden an dieser Decke F90 und zugemacht werden. Das muss alles... Das kann man nicht so bauen, wie man lustig ist, sondern da gibt es dann auch immer so Module halt, wie man die nennt, klassifizierte F90-Wände, ja, und die müssen alle abschließend sein, am besten halt an richtigen tragenden Wänden, die qualifiziert sind, ja. Ob die qualifiziert sind, muss man in der schlimmsten Fall auch noch testen, aber wenn das halt richtig massive Wände sind, dann ist es meistens gut. So, eigentlich ist dazu auch nicht mehr viel zu sagen. Bin ich ganz glücklich drüber, denn sonst hätten wir hier eine Brandschutztür reinsetzen müssen, T30 RS. Die ist auch für Rauchschutz, dann hier auch. Und wir hätten die Wände F90 machen müssen, das heißt, und die Wände hätten wir F90 machen müssen, das wäre teurer geworden und noch nerviger. Ja? So, jetzt kommen, ich habe noch so ein paar Highlights. Das ist jetzt ein weiter Weg bis nach oben, deswegen gehen wir den ausnahmsweise nicht. Aber, eigentlich hätte ich schon Bock, das zu zeigen. Ah ne, komm mit, nicht so weit bis nach oben, aber hier unten ist das Ende davon. Also, es gibt sozusagen noch so viele Regeln beim ganzen Brandschutz, wo man erstmal drüber nachdenken muss. Es ist ja so, dass wenn man Abfluss auf dem Flachdach hat, ja, dann darf das an dem anliegenden Gebäude bis zu 5 Metern dürfen keine offenen Bereiche sein. Das heißt, wenn man so einen alten Abfluss hat, so ein Gussrohr, was hier runter geht, so, und wir haben hier drüber ja Flachdach, dann kommt hier so ein Rohr, ja? So, daran muss man erstmal denken. Daran denkt ja kein Mensch, dass das realistisch ist. Also, schaut euch dieses Rohr bitte an, hier oben, ja? Das ist ein richtiges Gussrohr, ja? Da kommt Wasser durch, das fließt hier irgendwo runter, weiß ich nicht wohin, kommt aus der ersten Etage. Da ist ganz normales Abflussding, ja? So ein Loch, da fließt das Wasser rein, wenn es regnet.
Und das darf so nicht sein, weil wenn es ja brennt, dann brennt es da, weiß ich nicht, hoch, dann fackelt das Haus daneben ab. Und was nicht so alles passieren kann, das muss halt geschottet werden. Ja? Das heißt, diese alten Sachen, die sind halt nicht sozusagen feuerschutztechnisch damals gesetzt worden. Heutzutage ist das halt anders, da muss man dann, kommt da, wenn es ja mit Schaum oder so zugemacht oder gibt es halt wirklich so einen Schott, dann ist das halt sozusagen, geht das Feuer nicht hoch oder ja, hoch. Denn immer ist nur wichtig, dass es von hier rein nach außen nichts passiert. Was von oben kommt, ist immer scheißegal. So, haben wir geklärt. Dann noch so Sachen, man muss alles immer offiziell genehmigen lassen. Da gibt es immer so, ne, so Schriftstücke von den, nicht Architekten, aber von denen auch, aber von den ganzen Handwerkern. Und da haben wir ja Lufttypen. Das wird übrigens unser Raucherraum. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Haben wir uns auch entschieden, wenn wir hier zumachen. Hier oben ist ja, wir haben uns überlegt, scheiße, ihr sollt ja nicht mehr nach draußen gehen. Jetzt machen wir hier oben diese Glaskuppel zu, Glasfront, dass die Luft nicht da durchgeht. Und dann machen wir hier die Luft nach draußen. Das heißt, hier Leute sind unter sich, die sollen sich totqualmen. Ja? Ich hoffe, dass ihr alle daran verreckt, ja? Beim Rauchen. Ja, Marius, du bist auch Raucher, ja? Ich kann nicht nur sagen, hört auf zu rauchen! Ist nicht gut. Aber ich bin trotzdem so nett, um alle anderen Fans zu schützen, dass ihr hier rauchen könnt. Ja? Ist schon mal vielleicht nicht so schlecht. Auch eine Sache. Wir haben einen Lufttechniker, der hat im Keller musste so eine komplette Baute machen und das muss am Ende auch noch abgenommen werden. Also wenn ihr jemals bauen müsst, ja, ich kann euch einiges an Tipps geben, muss natürlich auch der TÜV prüfen. Ja. Ist ganz wichtig, dass das Ding ordnungsgemäß vom TÜV abgenommen ist. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, muss aber auch erledigt werden, dauert ein paar Stündchen, 2 oder so, sagten sie, dann ist das alles gut. So viel schon erzählt und immer noch nicht alles durch, glaube ich, aber es tut sich richtig viel. Heute werden wir richtig viel Elektrikerarbeiten machen und haben hier Fliesen abgeschlagen und was da sonst alles mit dazu kommt. Der Markus, der hat das ausnahmsweise hat er gearbeitet. Wir haben auch richtig viel Schutt. Das ist auch diesen Raum, in dem wir gerade waren, da lag Laminat in tonnenweise, Schutt, alles Mögliche. Haben wir fast alles schon weggebracht. Das muss ja noch weg, aber es leert sich langsam, ja. Unsere Dance Evolution Maschine. Ich vermute, es handelt sich noch um circa 2 Wochen, bis sie ausgepackt wird und in Einsatz geht. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde endlich wieder schlank, weil ich den ganzen Tag nur am Tanzen bin, ja? Also auf Pfeilen rumhüpfe und mal gucken, was dabei passiert. Nein, aber was wir noch machen, das hier ist ja auch noch so ein Raum, wo ja eigentlich auch ein One-on-One-Bereich geplant ist, der auch irgendwann kommen wird, aber wir haben gesagt, am Anfang wird das zeitlich ein bisschen eng. Wir werden das als zusätzlichen Zuschauerraum nutzen mit Projektor, Leinwand oder eine glatte Wand, ne, weiß und Sitzfläche. Und dafür machen wir diesen Raum hier gerade frisch. Ihr seht ja schon mal, vielleicht wenn ihr euch hier noch umschaut, die Tapete wurde abgerissen. Das muss jetzt gespachtelt werden. Da waren noch Fliesen dran zwischenzeitlich, geradeaus, wo der Wasserhahn ist, der noch aktiv ist, was erstmal noch ganz gut ist, aber langfristig nie mehr. So, und den Raum müssen wir auch noch schön machen. Wir haben auch überall an Wänden und Decken noch so Haken abgemacht, Nägel, Schrauben, alles, was man sieht, sind so Sachen, die nicht auffallen, aber auch wieder viel Zeit kosten. Es geht vorwärts. Also wir fangen, glaube ich, heute oder spätestens morgen mit dem Spachteln der Wände an. Eigentlich hatten die ersten schon gedacht, wir fangen gestern an. Wenn das passiert ist, wird gestrichen. Und wenn das passiert ist, dann werden die Leisten dran gemacht. Und dann ist so dieser Rohbau, wenn man das noch Rohbau nennen kann. Ach, ich habe noch was vergessen. Heieiei. Ist das fertig? Ja, tut mir leid, Marius, so viel zu erzählen. Ja, wir haben ja natürlich einige Aufträge angenommen. Diese Treppen da, diese riesigen Löcher, die wir hier haben, 2 Stück davon. Eins da ist da vorne. Das sind sozusagen Wege als Notausgang auch tatsächlich. Ja? Von unten nach oben kommt man die Treppen hoch und kann dann flüchten in diese Richtung. Dann hat man von innen Panikschlösser, nennt man die. Das heißt, man kann von innen öffnen, auch wenn die Tür sozusagen zu ist, also nicht verschlossen, darf sie sowieso nicht sein dann. Man kann dann von innen öffnen. Da haben wir auch Angebote reingeholt. Sieht alles ganz gut aus. So eine Treppe, Betonguss, ja. Da fehlt nur noch das Geländer, das haben wir leider noch nicht berechnen lassen. Ich glaube 3000, paar zerquetschte, 3300 oder so. Wir hatten mit Schlimmerem gerechnet, aber es geht einigermaßen, würde ich sagen. Ja, nee, also das ist sowas passiert und die fangen Dienstag an, also auch das passiert. Ja, Dienstag fangen die mit diesen Treppen an, das ist in einer Woche fertig, hat er gesagt. Diese ganzen Brandwände und so, die noch F19-Wände gesetzt werden müssen, wird auch vielleicht schon nächste oder übernächste Woche angefangen. Das dauert auch nur maximal, er sagte 1 Woche 4 Mitarbeiter. Sieht alles ganz gut aus, dass wir vielleicht schon früher fertig sind, als wir gedacht haben. Was aber nicht bedeutet, dass wir früher anfangen können, denn da muss das alles noch abgenommen werden. Und diese Zeit müssen wir halt irgendwie mit einplanen. Das heißt, wir quetschen jetzt alles irgendwie hier rein. Es wird am Ende irgendwie alles ganz gut schon aussehen. Aber letzten Endes wird dann mit der Zeit immer schöner. So, ich hoffe, ihr habt schon mal einen guten Zwischenstand bekommen. Ich habe jetzt viel gequatscht, könnt noch viel mehr quatschen. Wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich wieder auf youtube.com/taketv. Sonst natürlich auf unseren Twitch-Kanal. Schaut mal live rein. twitch.tv/taketv. Denn der gute Silvan und ich streamen das ist glaube ich der 35. Tag am Stück. 36. Tag am Stück mit StarCraft 2 Action ohne Pause. So, in diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.